Das Futurium, das Haus der Zukunft in Berlin, lädt seit 2019 zum Besuch ein. Es befindet sich in prominenter Lage an der Spree zwischen Hauptbahnhof und Parlamentsviertel. Aber wer hatte die Idee für ein Haus der Zukunft? Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Welche Vorstellungen hatten die Architekten und wie haben sie diese umgesetzt? Ist das Ergebnis gelungen und was sagen Kritiker dazu? Und welche Zukunftsmuseen gibt es noch auf der Welt? Diesen und weiteren Fragen werde ich in dem Video nachgehen. Es geht hier also zunächst um das Gebäude selber, um die Architektur. Die Ausstellung im Futurium werde ich dann in einem zweiten Video ausführlich behandeln. Los geht's! Wer genau die Idee für ein Futurium hatte, konnte ich nicht herausfinden. Aber 2009 wurde erstmals der Plan für ein Haus der Zukunft im Koalitionsvertrag der Bundesregierung unter Angela Merkel genannt. Anfangs war das Museum wohl eher als Ausstellungsort der deutschen Wissenschaft und Wirtschaft gedacht. Mit der Zeit wurde dann aber ein Ort daraus, an dem mögliche Zukünfte ausgestellt und diskutiert werden können. Ein Architekturwettbewerb wurde 2011 europaweit ausgeschrieben, an dem sich 163 Büros beteiligten und bei dem die jungen Architekten Christoph Richter und Jan Musikowski 2012 mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurden. Dabei war es ihr erster gemeinsamer Wettbewerb überhaupt und erst nachdem sie den Wettbewerb gewonnen hatten, haben sie ihr Architekturbüro in Berlin gegründet. Die Architekten haben sich zunächst mit dem Ort beschäftigt, mit der Geschichte und den Nachbargebäuden. Hier befand sich die Stadtgrenze Berlins, der Unterbaum als Teil der Stadtmauer. Um 1900 erfolgte eine Bebauung, unter anderem mit dem Lessing-Theater, die im Zweiten Weltkrieg wieder zerstört wurde. Danach verlief hier bis 1989 der Grenzstreifen, die Mauer. Nach der Wiedervereinigung gab es eine Brache mit Zwischennutzungen wie den Bundespressestrand von 2003 bis 2011. Dann war es mit der Stadtoase wieder vorbei und es wurde großflächig gebaut. Der Berliner Dienstsitz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entstand bis 2014 und das Bürogebäude Humboldt-Hafen I bis 2015. Übrig blieb ein dreieckiges Restgrundstück dazwischen. Musikowski und Richter empfanden es als ihre Aufgabe, einen Gegenentwurf zu gestalten. Sie entschieden, die Fläche nicht maximal zu bebauen, sondern einen Teil des Grundstücks als öffentlichen Raum zu belassen. Es gibt je einen öffentlichen Platz zur Spree und zur S-Bahn bzw. Charité hin. Im Erdgeschoss zieht sich das Gebäude noch weiter zurück, bildet Vordächer aus, um Platz für Eingangsbereiche und Kommunikationszonen zu schaffen. Im Obergeschoss des Baus gibt es zwei große Fenster, damit eine Art von Transparenz und Interaktion entstehen kann. Die Nachbargebäude haben all das nicht. Dann stellte sich natürlich die Frage, wie ein Gebäude, in dem Zukunft ausgestellt und diskutiert werden soll, aussehen könnte. Richter Musikowski haben gar nicht erst versucht, ein möglichst futuristisches Gebäude zu entwerfen, da das, was man heute für modern und zukünftig hält, morgen schon nicht mehr gelten mag. Daneben entwickelten die beiden Architekten auch Leitbilder und Assoziationen bei ihrer Beschäftigung mit dem Thema Zukunft. So entstand das Bild einer landenden Wolke, die sich ständig wandelt, gleich einem Gefäß voller Ideen zu einer ungreifbaren Zukunft. Daneben gab es das Bild eines Raumschiffes mit seiner widerstandsfähigen Hülle, die robust genug ist, in andere Sphären zu reisen. Hieraus ergab sich die Frage, wie können wir diese beiden Leitbilder in Architektur übersetzen? Die flüchtige Wandelbarkeit einerseits und die Robustheit andererseits. Richter Musikowski haben dann begonnen, mit einfachen Industriematerialien zu experimentieren, Gussglas und Metall, und festgestellt, dass dadurch eine dreidimensionale Tiefe entsteht, die mit Licht und Lichtbrechung spielen kann. Beim Wettbewerbsentwurf hatten sie die Fassade noch gar nicht entwickelt, sondern nur diese Bilder im Kopf. Wir haben dann eine Musterfassade erstellt aus Kassetten, die man zusammenfügt und auch wieder zerlegen kann, um den Auftraggeber von dieser Fassade zu überzeugen, so Musikowski. Leider war am Tag der Präsentation schlechtes Wetter mit einem wolkenbedeckten Himmel, sodass der Effekt nicht so direkt nachvollziehbar war. Zum Glück kam dann auf der Spree dieses spezielle Ausflugsschiff vorbei, das dann der Fantasie der Beteiligten auf die Sprünge geholfen und alle überzeugt hat. Herausgekommen ist letztendlich eine Gebäudehülle aus mehr als 8000 Kassettenelementen. Die jeweils 1 Quadratmeter großen Kassetten bestehen aus polierten, unterschiedlich geformten Edelstahlreflektoren im Hintergrund, mit Gussglasscheiben davor, die zum Teil auch noch unterschiedlich keramisch bedruckt sind. Die Fassadenelemente kann man austauschen, bei einigen ist das bereits geplant, um zu untersuchen, wie langlebig sie sind. Das Ergebnis ist eine Hülle, die mit Licht und der Lichtbrechung spielt.
Tagsüber spiegeln sich die Wolken in ständig wechselnder Form auf der Fassade. Man kann von außen aber auch das Innenleben erkennen und gerade wenn es dunkel ist, wirken die großen Fenster wie eine Art Bildschirm. Die Fenster sind zum Schutz vor der Sonne abgedunkelt, was Vögel eigentlich auch davon abhalten sollte, dagegen zu fliegen. Dennoch gab es sogenannte Vogelschläge und nachträglich ist ein Punktmuster auf die Scheiben aufgebracht worden. Dieses Punktmuster ist auch das Markenzeichen des Gebäudes. Es wird uns später noch des Öfteren im Gebäude begegnen und man findet es auch auf den Vorplätzen. Den Wettbewerb für die Gestaltung des Umfeldes hat das Berliner Landschaftsarchitekturbüro JUCA gewonnen und beschreibt dieses so. Die Platzfläche ist mit einem regelmäßigen, größtenteils ebenen Punktraster, einem Energiefeld überzogen. Innerhalb dessen ausgewählte Punkte auf unterschiedliche Weise aufgeladen werden. Es gibt geschützte Sitzbereiche im Schatten, offene und flexible Bereiche für größere Gruppen oder dichtere Anschauungszonen für kurzweiliges Erlebnis. Kinder mögen das Muster und hüpfen von Punkt zu Punkt. Für mich hätten die Plätze aber noch etwas kreativer gestaltet werden können. Und auch mit mehr Grün. Auf dem südlichen Vorplatz steht eine kinetische Skulptur, Drehmoment genannt. Ein rotierender Teller, 4 mal 15 Meter groß, wird dynamisch auf einem Stab balanciert. Die Berliner Künstlergruppe Realities United hatte damit 2016 den offenen Kunst am Bau-Wettbewerb gewonnen und beschreibt die Arbeit so. Die Arbeit Drehmoment kann verstanden werden als die Vorführung eines Tricks, bei dem dynamisches Handeln die übliche statische Konstruktion des Kunstwerks ersetzt. Darin steckt einiges von dem, was wir von der Zukunft erhoffen oder befürchten. Faszinierend, trickreich und effizient, aber auch irgendwie unerklärlich, unruhig und riskant. Technisch war dieses Kunstwerk übrigens gar nicht so leicht zu realisieren. Der Teller selbst wiegt rund 170 Kilogramm und richtet sich nur durch die Kreisel- und Zentrifugalmomente auf. Das Drehmoment ist nur 1 Stunde am Tag in Aktion zu sehen. Leider gibt es keinen festen Zeitpunkt. Schauen wir uns nun das Haus genauer an. Es handelt sich um ein 5-eckiges Gebäude in einer leicht skulpturalen Form. Die Architekten sprechen von einer schmetterlingsförmigen Auffaltung, eine Entwurfsidee, die das Haus nach Norden und Süden anhebt. Der Querschnitt zeigt, dass das Gebäude 3 Etagen hat. Wenn man die Dachterrasse dazu rechnet, gibt es 4 Ebenen für die Besucher. Das Untergeschoss liegt in einer Wanne, einer wasserundurchlässigen Stahlbetonkonstruktion, von den Architekten als Cave, als Höhle bezeichnet. Der 600 Quadratmeter große und 6 Meter hohe unterirdische Raum mit dunkel eingefärbtem Sichtbeton und schwarzem Gussasphaltboden liegt unterhalb des Spreepegels. Er inszeniert sich durch eine künstliche Umgebung, fernab von Stadt und Sonnenlicht, als eigenständiges Erlebnis, als eine Art unterirdisches Zukunftslaboratorium, quasi als Maschinenraum für die Fahrt in die Zukunft. Beleuchtet wird die Fläche von 126 Leuchtschirmen im Deckenraster, dahinter befindet sich die Haustechnik. Ebenerdig findet man das Forum, die zentrale Kommunikationsplattform mit Eingangsbereichen, dem Shop, Informationsstand und Garderobe, Aufenthaltsmöglichkeiten, einer Wand für die Ankündigung von Veranstaltungen, dem Restaurant sowie den barrierefreien Veranstaltungsräumen, genannt Forum 1, 2 und 3. Diese ermöglichen mit mobilen Trennwänden Raumgrößen zwischen 50 und 670 Quadratmeter. Im Obergeschoss kommt das Leitbild der Wolke zum Tragen. Einer begehbaren Wolke voller Ideen und Erfindungen, die Einblicke in eine mögliche Welt von morgen bietet. Sie bildet die ideelle und bauliche Hülle für die Ausstellungswelten. In diesem etwa 2600 Quadratmeter großen Raum findet man auch die 2 großformatigen Schaufenster, die sogenannten Screens, nach Süden 28 x 8 Meter und nach Norden 11 x 8 Meter groß, mit Aus- und Einblicken Richtung Spree und Hochbahn. Ebenfalls im Obergeschoss gibt es noch 2 stützenfrei vom Dachtragwerk abgehängte Galerien, ursprünglich von den Architekten als Forschergalerien gedacht, die durch die erhöhte Lage und die seitliche Verglasung andere Blickwinkel auf die Ausstellung ermöglichen. Auf dem Dach
befindet sich ein Auffangbecken für Regenwasser und das Solare Meer, ein großes Kollektorfeld für Photovoltaik und Solarthermie, also für Wärme- und Stromerzeugung. Ein umlaufender sogenannter Skywalk dient nicht nur zur Wartung dieser Bereiche, sondern ist auch für die Gäste gedacht. Von hier kann man den Blick über die Stadt genießen und die Gedanken in die Zukunft schweifen lassen. Damit wären wir auch beim Thema Energiemanagement angelangt. Neben dem Kollektorenfeld auf dem Dach gibt es im Gebäude einen großen Energiespeicher mit Paraffinzellen, um gewonnene Energie zwischenlagern und im Bedarfsfall wieder abrufen zu können. Genauer gesagt sind es 5 große mit Paraffin gefüllte Speicher übereinander, die Wärme und Kälte speichern können. Die Speicherkapazität dieses Latenzenergiespeichers ist um ein Mehrfaches höher als die eines üblichen Wasserspeichers. Die Architekten mussten erst eine Firma finden, die diesen Speicher auch bauen konnte. Das Unternehmen hat dann auch ein Patent darauf angemeldet. Um dieses Energiekonzept architektonisch und didaktisch zu vermitteln, ist der Speicher als das größte Ausstellungsobjekt des Hauses an zentraler Stelle vertikal über alle Geschosse sichtbar platziert, direkt neben dem Fahrstuhl. Man kann also zuschauen, wie sich das Wachs verflüssigt und verfestigt. Die Bemühungen um Nachhaltigkeit sind also sichtbar. Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen schreibt zum Futurium: Als primärenergetisches Plusenergiegebäude ist das Futurium in Berlin ein architektonisches und städtebauliches Leuchtturmprojekt der deutschen Nachhaltigkeitslandschaft und derzeit eines der nachhaltigsten Bundesgebäude. Relevante Zukunftsthemen wie Energiegewinnung und Speicherung sind für den Besucher im Zukunftsmuseum direkt erfahrbar. Das Futurium hat es unter die Top 3 um den DGNB-Preis Nachhaltiges Bauen geschafft. Kritiker sehen das etwas anders. Sie nennen als Hauptkritikpunkt am Futurium eine Inkonsequenz bei der Nachhaltigkeit. Das Gebäude sei eben nicht energieautark und erst recht kein Plusenergiehaus, da es nur einen Teil seiner benötigten Energie selber produziere. Und das in einer Zeit, in der Glasfassaden Kraftwerke sein könnten. Als Baumaterial wurden Elemente aus energieintensiven Materialien wie Stahlbeton, Stahl und Hochleistungsglas verwendet. Es sei ein Rätsel, warum nicht Holz als Baustoff gewählt wurde und es keine begrünten Bereiche gebe. Möglichkeiten dazu würden in der Ausstellung des Futuriums ja genügend aufgezeigt. Das mag allerdings auch den Vorgaben der Auslober des Wettbewerbs geschuldet sein, die kein Risiko eingehen wollten. Es gäbe noch mehr zu berichten, aber ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Um das Gebäude einordnen und bewerten zu können, sollten diese Informationen genügen. Ich stelle aber noch einige Links in die Beschreibung für diejenigen, die noch mehr wissen möchten. Ich finde spannend, wie die Architekten ihre Ideen entwickelt haben und welche Gedanken sie sich bei der Umsetzung gemacht haben. Insgesamt finde ich das Futurium als Ausstellungsgebäude gelungen. Die Ausstellung, auf die ich im nächsten Video genauer eingehen werde, kommt sehr gut zur Geltung. In der Ausstellung gibt es die Bereiche Technik, Natur und Mensch. Technik und Mensch finden sich in dem von Richter Musikowski entworfenen Gebäude wieder. Der Bereich Natur kommt meiner Meinung nach zu kurz, selbst wenn man berücksichtigt, dass das Ausstellungskonzept zur Zeit, als das Gebäude entworfen wurde, noch nicht existierte. Das Gebäude wirkt insgesamt eher kühl. Wie gefällt dir, wie gefällt Ihnen das Gebäude? Wie immer bin ich auf Rückmeldung und Meinung in den Kommentaren gespannt. Vielleicht hilft bei der Bewertung ja auch ein Blick auf die weiteren Zukunftsmuseen, die in den letzten Jahren eröffnet wurden. Da wäre zunächst der Miraikan, Japans nationales Museum für Zukunftsforschung und Innovation. Es liegt auf einer künstlichen Insel in der Tokioter Bucht und wurde 2001 eröffnet. In Brasilien gibt es das Museu do Amanhã, das Museum von morgen. Es wurde 2015 in Rio de Janeiro eröffnet. Beim Entwurf der außergewöhnlichen Form hat sich der spanisch-schweizerische Architekt Santiago Calatrava von Ananasgewächsen im lokalen botanischen Garten inspirieren lassen. Calatrava hat übrigens auch die neue Kronprinzenbrücke in Berlin entworfen, die nahe des Futuriums über die Spree führt. Im September 2021 hat das Zukunftsmuseum in Nürnberg eröffnet, als Außenstelle des Deutschen Museums in München. Und dann gibt es da noch das Museum of the Future in Dubai, das am 2.2.2022 eröffnet wurde und die wohl spektakulärste Architektur bietet. Entworfen von dem Südafrikaner Sean Killer, ruht es auf einem grünen bepflanzten Hügel und besteht aus einem asymmetrischen Ring mit einer Fassade aus Stahl und Glas, der die Form einer Dupinschen Ringzitlide hat.
Jeder kann gerne googeln, was das genau ist. Der bepflanzte Hügel soll die langlebig verwurzelte Erde darstellen. Der Ring ist einem Auge nachempfunden, durch welches hindurch der Besucher symbolisch in die Zukunft sieht. Die futuristische Fassade des Museums weist Fenster in Form arabischer Kalligraphie auf. Das Gebäude mit einer Gesamthöhe von 77 Metern bietet auf 7 Etagen 30.000 Quadratmeter Fläche, also fast das Zehnfache des Futuriums. Es kommt ohne jegliche Stützpfeiler aus. Die Kosten für den Bau beliefen sich auf 177 Millionen Euro, etwa dreimal so viel wie in Berlin. So, das war's jetzt aber. Wie gesagt, bin ich für Rückmeldungen, Kommentare, ein Abonnement und weitere Unterstützung meines Kanals sehr dankbar. Bis zum nächsten Video. Ciao.